Hallo ihr lieben Rapture-Fans und alle, die es werden möchten. Ich bin Elia und habe heute wieder ein neues Video für euch. Heute soll es um Deckung und Geländeregeln gehen. Wenn ihr bisher noch nicht die Videos zu Sichtlinien, Kampfsystem, Aktionen und Reaktionen angeschaut habt, dann holt das auf jeden Fall nach. Was ist also Deckung und wie funktioniert sie bei Rapture? Eine Deckung gibt mir im Fernkampf einen Bonus auf den Widerstand. Ich erhalte also zusätzliche Blockwürfel gegen Fernkampfangriffe, zusätzlich zu denen, die meine Einheit durch ihren Widerstand sowieso schon im Profil hat. Es gibt insgesamt 3 Arten von Deckung, die sich jeweils unterschiedlich spielen. Fangen wir mit der Deckung durch Schutzmarker an. Diese Deckung habe ich schon im letzten Video bei der Reaktion Schutzsuchen angesprochen. Wenn ich diese Reaktion auf einen Fernkampfangriff wähle, erhält meine Einheit einen Schutzmarker. Dadurch erhält sie einen Widerstand mehr gegen Fernkampfangriffe und verbessert den gesamten Blockwurf aller Würfel auf die 4 oder besser. Der Widerstand gegen Nahkampfangriffe wird aber gleichzeitig halbiert und auch abgerundet. Wenn ich einen Schutzmarker habe, liege ich bildlich gesehen am Boden, damit ich es meinem Gegner schwer mache, mich im Fernkampf zu treffen, kann aber auch nichts anderes machen, solange ich nicht die Aktion Aufstehen benutzt habe. Erst danach kann die Einheit zum Beispiel auch wieder bewegt werden. Weiter gibt es die Deckung durch erhöhte Position. Wenn ein Modell einen Fernkampfangriff auf ein anderes Modell ausführt, das auf einer höheren Ebene steht, befindet sich die Zieleinheit auf erhöhter Position und erhält +1 auf ihren Widerstand. Was als eine Ebene zählt, erkläre ich euch gleich bei den Geländeregeln. Wenn nun also hier Clayton auf einer höheren Ebene steht, erhält er die Deckung durch erhöhte Position. Grundsätzlich schaue ich hier einfach, wer höher steht, und wenn beide Einheiten auf höheren Ebenen stehen, die aber zum Beispiel auch gleich hoch sein können, dann erhält auch keine von den beiden Einheiten zueinander Deckung. Wenn sich hier ein Hindernis befinden würde, dann würde es auch aber eine normale Deckung durch Hindernisse geben. Die Deckung durch Hindernisse ist die letzte Deckungsart. Wenn mein Modell teilweise von Geländestücken verdeckt wird, aber für die eingreifende Einheit noch sichtbar ist, zählt es als Deckung durch Hindernisse und meine Einheit erhält +2 auf den Widerstand. Der Blockwürfel ist wie gewohnt bei 5+ erfolgreich. Die Einheit erhält keinen Bonus, wenn das angreifende Modell in Base-to-Base mit dem Hindernis innerhalb der Sichtlinie steht. Stehen also beide Modelle Base-to-Base mit demselben Hindernis und innerhalb der Sichtlinie, erhalten auch beide Modelle +2 auf ihren Widerstand. Schauen wir mal Beispiele an. Wir haben hier Clayton Baker von der New World Order und Layra von Atlantis. Zwischen beiden Einheiten ist nun ein Hindernis, was die Sichtlinie teilweise verdeckt, aber nicht hoch genug ist, dass das Ziel komplett verdeckt wäre. Die Sichtlinien habe ich im ersten Teil der Regelreihe schon ausführlich erklärt. Wenn nun Clayton mit einem Fernkampfangriff auf Layra schießt, kriegt Layra Deckung durch Hindernisse, also 2 weitere Blockwürfel. Andersrum ist es logischerweise genauso, weil keiner mit diesem Geländestück einen Base-to-Base-Kontakt hat. Wenn hier nun Layra mit dem Geländestück in Base-to-Base-Kontakt steht, nutzt sie die Deckung für sich, kann also zum Beispiel ihre Waffe darauf abstützen, dann steht Clayton quasi frei und hat auch keine Deckung durch Hindernisse. Natürlich muss die Deckung im Sichtkorridor zwischen den Einheiten sein. Wenn also Layra davor in Base-to-Base-Kontakt mit der Deckung steht, zählt sie nicht. Wenn nun also beide Einheiten, Layra und Clayton, in Base-to-Base mit der Deckung stehen, erhalten auch beide die Deckung durch Hindernisse. Verbündete Einheiten gewähren keine Deckung, andere oder feindliche Einheiten auch nicht, aber sie geraten in die Schusslinie. Siehe letztes Video bei der Erklärung der Aktion Fernkampfangriff. Sollte ich von mehreren dieser Deckungsvarianten gleichzeitig profitieren, addieren sich die Effekte nicht. Schutzsuchen addiert sich auch nicht mit Deckung durch Hindernisse, da muss ich wählen, ob ich diese Reaktion benutzen möchte oder die Deckung benutze, hinter der ich zum Beispiel schon stehe. Steht meine Einheit hinter einem Hindernis und auf einer erhöhten Position, zählt auch nur die Deckung der erhöhten Position. Besitzt meine Einheit einen Schutzmarker, zählt nur der Effekt des Schutzmarkers und überschreibt alle anderen Arten von Deckungen. Die Prioritäten der Deckungen sind also wie folgt. Schutzmarker kommt immer zuerst. Danach Deckung durch erhöhte Position und zuletzt die Deckung durch Hindernisse. Was hier als Hindernis zählt und was nicht, müsst ihr wissen und am besten vor dem Spiel kurz absprechen und entscheiden, je nachdem welches Gelände ihr zur Verfügung habt. Dann sollte es auch während dem Spiel keine Unklarheiten geben und reicht dieses Gelände hier zum Beispiel aus, um Deckung durch Hindernisse zu geben, sowas am besten kurz abstimmen.
Das gleiche gilt auch grundsätzlich für Geländeregeln. Bei Rapture berücksichtigen wir verschiedene Arten von Gelände, können aber natürlich nicht wissen oder auch nicht vorplanen, welche Geländestücke, Häuser oder dergleichen ihr daheim habt. Hier solltet ihr euch abstimmen, was welcher Geländetyp ist, wenn es nicht direkt ersichtlich und für alle Seiten eindeutig ist. Deswegen sprecht euch einfach kurz ab. Beim Spielaufbau gestaltet ihr euer Spielfeld nämlich komplett, wie ihr es möchtet. Also Berge, Gebäude, Seen, Wälder, Wrackteile, Strommasten, keine Ahnung, Schuhkartons, unser Print-and-Play-Gelände. Ihr könnt alles benutzen, was euch in den Sinn kommt. Bei Rapture gibt es regeltechnisch folgende Geländearten: Ebenen, normales Gelände, schwieriges Gelände, Gewässer, kleine Hindernisse, unpassierbares Gelände und Gebäude. Sie alle verhalten sich unterschiedlich im Hinblick auf Bewegung, Sichtlinie und Deckung. Auf einzelnen Ebenen findet das Spiel selbst statt. Eine Ebene ist eine einheitliche Fläche auf dem Spielfeld, die ich bespielen kann, egal auf welcher Höhe sie sich befindet. Bespielen kann ich sie, wenn die Ebene von mindestens einem Modell erreicht werden kann und ich auch die komplette Base dieses Modells da hinstellen kann. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Eine Ebene hier ist zum Beispiel das Dach dieses Gebäudes oder die Terrasse hier. Gelände mit einem gleichmäßigen Anstieg wie an einem Hügel oder Berg zählt auch als eine und gleiche Ebene. Hier ist eine Treppe, auf der die verschiedenen Einheiten stehen. Diese Treppe zählt aber auch als eine Ebene. Ebenen sind deswegen wichtig, weil zum Beispiel Umkreiseffekte oder Schablonenwaffen nur auf einer Ebene zählen und wirken. Wenn die Abyssschildkröte hier auf der unteren Ebene ihre Einheit Kreischen ausführt, werden Einheiten auf anderen Ebenen, wie hier auf dem Dach, eben nicht davon betroffen. Bei Schablonenwaffen wäre es genauso. Die Schablone wirkt nur auf der Ebene, wo die Schablone auch platziert wird. Gerümpel, kleine Mülleimer oder zum Beispiel Autodächer zählen nicht als eigene Ebene. Eine Ebene ist groß genug, um dort Aktionen auszuführen und ist eindeutig von allen anderen Ebenen abgetrennt. Verschiedene Flächen auf derselben Höhe, beispielsweise Stockwerk von identisch hohen Gebäuden, gelten ebenso als eine Ebene. Nun wissen wir das Wichtigste über die Ebenen an sich, schauen wir uns mal die unterschiedlichen Geländekategorien an. Als normales Gelände zählt alles, was weder Bewegung noch Sichtlinie einschränkt, also quasi eine Fläche ohne Geländestücke oder Hindernisse. Schwieriges Gelände können wiederum zum Beispiel Geröllhaufen, Gebäuderuinen, Dickicht, Fahrzeugwracks, Schlammgruben oder sonst was sein, je nachdem, was ihr aus eurer Sicht eben für schwieriges Gelände haltet. Schwieriges Gelände beeinflusst die Sichtlinie entsprechend dem, wie es gestaltet ist und eben in die Sichtlinie und den Sichtkorridor hineinragt. Es kann also auch Deckung durch Hindernisse geben. Die Bewegung kann im schwierigen gelände eingeschränkt sein und das Geländestück ist nur begehbar, wenn sich mindestens ein Modell einer Einheit mit der kompletten Base darauf Platz findet. Wenn sich eine Einheit bewegt und dann in Kontakt mit einem Geländestück kommt, was als schwieriges Gelände zählt, wird die Bewegung unterbrochen und ich muss erstmal einen Test machen. Dazu würfle ich einen Würfel und bestehe den Test mit einer 5 oder höher. Der Technikwert verbessert den Wurf entsprechend. Wenn also Eleanor hier einen Technikwert von 2 hat, wird der notwendige Test dann auf die 3+ erfolgreich statt auf die 5+. Wenn ich den Test nicht schaffe, wird die Strecke, die ich im schwierigen Gelände zurücklege, verdoppelt und von meiner Bewegungsreichweite abgezogen. Das klingt erstmal verwirrend, ist aber ganz einfach. Eleanor hat eine Bewegungsreichweite von 15 cm und führt hier eine Bewegungsaktion aus. Nach 5 cm erreiche ich schwieriges Gelände, die restliche Bewegungsreichweite von Eleanor wäre also noch bei 10 cm. Nun mache ich den Test, bei Eleanor auf die 3 oder besser erfolgreich und ich schaffe es nicht. Also wird die zurückgelegte Strecke durch das schwierige Gelände verdoppelt und von der Bewegungsreichweite abgezogen. Eleanor hatte noch 10 cm Bewegungsreichweite übrig und kann somit nur noch 5 cm im schwierigen Gelände laufen. Wenn die Bewegung im schwierigen Gelände beginnt, funktioniert es genauso. Aber warum sagen wir nicht einfach pauschal, ja, die Bewegungsreichweite wird einfach halbiert? Naja, wenn ich dann vom schwierigen Gelände wieder in normales Gelände rüberlaufe und meine Bewegungsreichweite halbiert wäre, wäre ich dann auch im normalen Gelände benachteiligt. So aber wirken die negativen Auswirkungen wirklich nur im Bereich vom schwierigen Gelände und wenn ich dann wieder innerhalb der einen Bewegungsaktion normales Gelände erreiche, bewege ich mich dann aber wieder ganz normal ohne Einschränkungen weiter. Gewässer funktionieren ähnlich. Gewässer können Flüsse, Seen, Ozeane, Tümpel oder sonst was sein. Im Gewässer wird meine Bewegung aber wirklich halbiert.
Wenn ich im normalen Gelände loslaufe, dann eben die restliche Bewegungsreichweite ab dem Punkt, ab dem ich das Gewässer erreiche. Wenn meine Bewegung im Gewässer beginnt, wird sie direkt halbiert. In jedem Fall muss ich aber nach meiner Bewegung für jedes Modell der Einheit einen Test machen und einen W6 würfeln. Bei einer 1 erhält das Modell eine Verwundung. Und da es eben auch eine Verwundung ist, kann ich das auch nicht mehr blocken, wie es zum Beispiel bei Schaden der Fall wäre. Gewässer blockieren aber die Sichtlinien nicht und geben auch keine Deckung. Und sobald mindestens 50% der Base meiner Einheit oder mehr in einem Gewässer steht, darf ich auch keine Fernkampfangriffe ausführen. Kleine Hindernisse sind Geländestücke, die aus eurer Sicht leicht zu überqueren sind oder die Bewegung eurer Einheiten nur leicht einschränken. Das sind beispielsweise so hüfthohe Mauern oder Absperrbarrikaden, Fässer oder Mülleimer. Sichtlinie wird auch hier entsprechend beeinflusst und kann auch Deckung durch Hindernisse geben. Ich kann kleine Hindernisse bei der Bewegung überqueren, aber für jedes Hindernis wird meine Bewegungsreichweite um 5 cm verkürzt. Gebäude sind Geländestücke, die in der Regel so hoch sind, dass eure Einheiten sie nur mit Leitern, Türen oder auch fliegend auf ihre Dächer begeben können. Befinden sich an oder auf einem Gebäude Brüstungen oder zum Beispiel solche Geländer, dann dürfen die auch während den Aktionen herunterspringen oder Sprung ignoriert werden. Sichtlinie wird entsprechend beeinflusst oder komplett blockiert. Gebäude können Deckung durch Hindernisse oder auch Deckung durch erhöhte Position geben. Bei Gebäuden kann ich die Aktionen Tür benutzen oder Leiter benutzen ausführen, wenn die Gebäude nicht bespielbar sind und auch diese Details wirklich haben. Hier gilt wie immer, sprecht euch vor dem Spiel ab und wenn ihr zum Beispiel Schuhkartons benutzt, malt vielleicht auch mal eine Leiter oder ein paar Türen auf dieses Gebäude drauf. Geländestücke, die aus eurer Sicht unpassierbar sind oder die Bewegung eurer Einheiten verhindern, gelten als unpassierbares Gelände. Das können zum Beispiel tiefe Krater oder Treibsand sein. Diese kann ich mit einer Bewegungsaktion nicht überqueren und dort auch nicht stehen bleiben. Sichtlinie beeinflusst es entsprechend, wie es gestaltet ist und kann auch Deckung durch Hindernisse gewähren. Auf unserer Homepage könnt ihr euch auch unser Print-and-Play-Gelände runterladen und zusammenbauen. Da gibt es Häuser, kleine Hindernisse und auch schwieriges Gelände. Für heute war es das aber von mir. Danke fürs Anschauen. Ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Liken, sharen, followen. Bei Posts den Hashtag RaptureTheGame nicht vergessen. Links zu allem findet ihr wie immer in der Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal in der Welt von Rapture.